Wenn ich einen Atheisten fragen würde, was geschehen müsste, damit er an Gott glaubt, könnte er antworten, wenn ein offensichtliches Wunder geschieht, wie etwa das Spalten des Meeres oder das Wiedererwecken von Toten, dann würde ich glauben. Und wenn ich dir sage, dass sich überall auf der Welt jeden Tag, jede Minute und sogar jede Sekunde Wunder vollziehen, die du jedoch nicht mehr wahrnimmst, weil sie Teil deines gewohnten Alltags sind, würdest du dann die Idee einer übergeordneten Präsenz ernsthaft in Betracht ziehen? Ich werde am Ende des Podcasts noch einmal auf diese Frage zurückkommen. Aber lasst uns mal auf diese Thematik näher eingehen und mit Beispielen erläutern. Sure 36, Vers 33 bis 35. Und ein Zeichen ist ihnen die tote Erde. Wir beleben sie und bringen aus ihr Korn hervor, von dem sie essen. Und wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr Quellen hervorströmen lassen, damit sie von seinen Früchten essen können. Nicht ihre Hände haben sie geschaffen. Wollen sie denn nicht dankbar sein? Es ist tatsächlich so, dass sich diese Wunder alltäglich in unserem Leben abspielen. Doch oft nehmen wir sie nicht einmal als Wunder wahr. Wir setzen die scheinbar toten Körner in die Erde und mühelos geschieht das Unerhörte. Mit nur einem Hauch von Wasser und etwas Geduld brechen die wundervollsten Blumen und Pflanzen durch die Erde und entfalten ihre bunten Blütenblätter. Jedes Frühjahr erleben wir dieses zauberhafte Phänomen aufs Neue, wenn die Wiesen und Wälder aus ihrem winterlichen Schlaf auferstehen. Die Entstehung der Photosynthese in Pflanzen ist ein komplizierter biochemischer Prozess, der von vielen Faktoren und Bedingungen abhängt. In jeder Zelle laufen diese Prozesse ab und die verschiedenen Teile der Zelle haben unterschiedliche Aufgaben. All diese Abläufe sind das Ergebnis eines bewussten Handelns und daher das Werk eines Schöpfers, der die DNA programmiert hat. Um das Ganze zu verdeutlichen, hier ein einfaches Beispiel. Stellen wir uns eine Autofabrik vor. Dort gibt es Roboter, die verschiedene Aufgaben erledigen, wie das Lackieren der Karosserien, das Einsetzen von Fenstern oder das Montieren von schweren Teilen. Damit diese Roboter richtig arbeiten, müssen ihre Abläufe genau im Voraus geplant und programmiert werden. Das bedeutet, dass man genau festlegt, wie sich die Roboter bewegen, welche Sensoren sie nutzen, alles testet und schließlich den Roboter in Betrieb nimmt. Der genetische Code von Lebewesen funktioniert wie das Programm eines Roboters. Im übertragenen Sinn ist der Roboter die Zelle, die DNA das Programm und der Programmierer steht für den Schöpfer oder eine höhere Macht, die alles mit Wissen, Wille, Kraft und Macht gestaltet. Die Idee, dass all diese komplexen Abläufe allein durch Zufälle oder zufällige Veränderungen zustande kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Ein weiteres Wunder offenbart sich in der harmonischen Beziehung zwischen der Natur und dem Menschen sowie der Tierwelt. Sie bietet uns in einer bemerkenswerten Fülle genau die Nährstoffe, die wir für unser tägliches Überleben benötigen. Diese perfekte Symbiose zeigt sich in der Vielfalt der Pflanzen und Tiere, die reich an Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Lebensenergie ist. So stellt Allah sicher, dass wir im Einklang mit den natürlichen Ressourcen leben können, die uns Vitalität und Gesundheit schenken. Sure 6, Vers 99. Und er ist derjenige, der Wasser vom Himmel herabsendet, um damit Pflanzen jeder Art hervorzubringen. Grünes, Körner in Ähren, niederhängende Dattelbüschel aus den Blütenscheiden der Palmen, Gärten mit Rebstöcken, Oliven- und Granatapfelbäume, die sich ähnlich und unähnlich sind. Beobachtet, wie ihre Früchte von der Knospenbildung bis zur Reife heranwachsen. Hierin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.
Ein weiteres Beispiel für die Wunder, die sich täglich in unserem Leben abspielen und die wir oft nicht einmal wahrnehmen, sind die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers selbst. Jede Substanz verdichtet sich, wenn sie abgekühlt wird. Doch Wasser verhält sich anders. Es dehnt sich aus. Dies führt dazu, dass gefrorenes Wasser eine geringere Dichte hat und leichter ist als flüssiges Wasser, weshalb sich eine Eisschicht auf der Wasseroberfläche bildet. Dieser überlebenswichtige Prozess in der Natur ist entscheidend, denn wenn Wasser beim Gefrieren absinken würde, könnten keine Lebewesen im Meer und in den Seen überleben. Die Wissenschaft kann nicht erklären, warum Wasser diese Eigenschaften hat. Doch Gläubige wissen, dass es der Wille Allahs ist, der dem Wasser diese Eigenschaften gegeben hat, damit unser aller Leben auf der Erde gesichert ist. Sure 36, Vers 82 bis 83. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist, dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist, und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Die Eigenschaften von Wasser sind so außergewöhnlich, dass sie sich nur schwer durch physikalische Gesetze erklären lassen. Wie gelingt es Wasser außerdem, gegen die Schwerkraft anzukämpfen und bis in die Wipfel großer Bäume aufzusteigen? Haben wir uns schon einmal überlegt, wie es wäre, wenn Wasser nicht in feinen Tropfen als Regen vom Himmel herabfallen würde, sondern wie aus einer riesigen Schüssel? Auch in diesem Fall hat der Schöpfer präzise und liebevolle Anweisungen gegeben, um sicherzustellen, dass es sanft auf die Erde niederregnet. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des Wassers ist seine kristalline Struktur, die auf äußere Einflüsse reagiert. Unter dem Mikroskop zeigt Wasser eine spezifische Struktur und reagiert auf seine Umgebung. Es bildet beeindruckende Kristalle, die möglicherweise eine heilende Wirkung auf den Menschen haben können. Wenn wir beispielsweise positive Botschaften wie Danke oder Ich liebe dich aussprechen oder aus dem Koran vorlesen, können wir die Energie des Wassers positiv beeinflussen. Da unser Körper zu 80% aus Wasser besteht, kann Dankbarkeit und Gebete spürbare positive Effekte auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Einige Wissenschaftler vertreten sogar die Meinung, dass Wasser über ein Gedächtnis verfügt. Sure 25, Vers 54. Und er ist derjenige, der den Menschen aus Wasser erschaffen hat und ihm Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft zuteilt. Und dein Herr ist der Fähige, der alles bestimmt und verordnet. Wer noch mehr über die Eigenschaften des Wassers erfahren möchte, der kann sich gerne die Sendung Das verbotene Wissen über Wasser anschauen. Ich werde sie euch verlinken in der Videobeschreibung. Wir erkennen also, dass alleine im Wasser, dem Ursprung allen Lebens, unzählige Geheimnisse und Wunder verborgen sind, die sich auch die Wissenschaft nicht erklären kann. Diese Einsichten sind nur ein Bruchteil der Wunder, die sich täglich in unserem Leben abspielen. Allein diese Tatsachen sollten uns, meiner Überzeugung nach, dazu bewegen, uns täglich in Demut vor dem Allmächtigen zu verbeugen und ihm unseren unendlichen Dank auszusprechen. Ich möchte nochmals auf die Frage zurückkommen, die ich zu Beginn des Podcasts gestellt habe. Nach dem, was ich über diese offensichtlichen Wunder erzählt habe, die uns täglich umgeben, lässt dich das über die Existenz eines Schöpfers oder den Glauben an Gott nachdenken? Du darfst gerne deine Gedanken dazu in den Kommentaren teilen.
Viele meiner Zuhörer sind überzeugte Gläubige, aber ich würde auch gerne wissen, ob die Fakten, die ich präsentiere, ihren Glauben an Gott stärken. Ich beende diese Folge mit einer Aussage von Bediühsaman Said Nursi. Jeder, der in der Lage ist, die Augen des Herzens zu öffnen, wird die tiefe Wahrheit erkennen und spüren, dass es für die fragile, verletzliche und oft bedürftige menschliche Seele ein unschätzbarer Gewinn, ein wahres Glück und ein kostbares Geschenk ist, Gott zu dienen. Es ist ein Segen, ihm inniglich zu vertrauen, sich ganz auf die Einheit seines Wesens zu konzentrieren und sich mit voller Hingabe ihm zu überlassen. In diesem Akt der Hingabe findet die Seele Frieden und Erfüllung, während sie in der Tiefe der spirituellen Verbindung zu ihrem Schöpfer gedeiht.